Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Endlich das Video, was ich schon lange versprochen hatte, aber ewig nicht gemacht habe, sondern ich habe ein altes Video hochgeladen. Der eine oder andere hat es gemerkt. Ich habe hier eine Orchideenflasche, und zwar ist es die Phalaenopsis hybride mit yellow-pinken Blüten. Eigentlich so eine typische Orchidee, wie man sie aus dem Supermarkt kennt. Und diese Flasche werden wir knacken. Wir werden sie einpflanzen in kleine Orchideentöpfchen. Deswegen habe ich die jetzt hier schon mal vorbereitet. Ich habe hier noch ein paar extra, falls ich noch mehr brauche. Und dann ist das Wichtigste, man braucht gutes Sphagnum-Moos, nämlich das schöne, langfaserige, das sich schon alleine so gut anfühlt, dass man sich selber am liebsten hier einpflanzen würde. Dieses billige, gepresste, extrem stark komprimierte Sphagnum-Moos kann man an und für sich vergessen. Das ist nicht gut. Ist vielleicht eine schnelle Lösung für einen Monat maximal oder zwei und dann muss man schon wieder tauschen, weil es einfach nicht diese Qualität hat wie so ein hochwertiges Moos. Dann braucht man einen Eimer mit lauwarmem Wasser, wo man die Pflanzen drin spülen können, sauber machen können, denn die wachsen ja hier in Agar-Agar-Lösung. Ist nicht mal allzu viel drin. Man sieht auch schon, die ersten gelben Blätter sind da. Das heißt, man muss die Pflanzen ausputzen. Dann habe ich hier meine Kiste, wo ich die fertig eingepflanzten Pflanzen hineinpacke. Und jetzt kommen wir dazu, das Glas zu knacken. An und für sich wäre es am besten, mit einem Glasschneider einfach einen Ritz zu machen. Hatte ich aber bisher immer die Erfahrung, die Flasche ist so oder so gebrochen. Dann nehmt ihr euch einen Hammer oder eine Gartenschere, mit der ihr richtig schön draufhauen könnt. Und dann habt ihr schon gehört, ist die Flasche gebrochen. Die Nachbarn denken sich, oh, die haben wieder zu viel getrunken, das ist alles zerbrochen bei denen. Und dann sieht man hier die einzelnen Pflänzchen. Die einen oder anderen haben vielleicht schon ein bisschen gelitten, weil sie zu lang drin waren. Die schmeißen wir einfach ins Wasser, damit wir die abspülen können. Die gelben Blätter entfernen wir. Das ist immer ganz gut, wenn ihr so eine Unterlage habt, mit der man arbeiten kann. Sorgt immer dafür, wenn ihr die Pflanzen herausnehmt, einmal, damit ihr an jeder Pflanze eine Wurzel habt, sonst wird es ein bisschen schwierig. Und Idealfall ist, wenn man das Ganze morgens macht, dann haben die Pflanzen noch Zeit zum Abtrocknen, je nachdem welchen Standort ihr habt, ob da ein Ventilator steht oder nicht. Dann könnt ihr sie auch abends auspflanzen. Hier diese kleinen Glassplitter, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist immer so ein bisschen das Frickelige bei der ganzen Sache, aber deswegen spült man die Pflänzchen ja ab, dass dann am Ende kein Glassplitter ist. Ansonsten müsst ihr mit Handschuhen arbeiten. Wer ein bisschen Angst um seine Augen hat, weil da Glas einem um die Ohren fliegen können, müsst ihr halt eine Schutzbrille anziehen. Genau. So. Na, komm raus. Jetzt der ganze Salat hier draußen an und nicht ganz. Wahrscheinlich hätte ich einfach einen Monat früher dran sein müssen, aber ich wollte es einfach hier draußen machen und in den letzten Wochen war es dann noch wieder zu kalt. Jetzt langsam wird es wieder warm genug zum draußen arbeiten. Ihr habt schon an den Videos gemerkt, hier die ist zum Beispiel schön kräftig. Wenn da jetzt ein paar ältere Blätter abgeworfen worden sind, dann ist es so, ist nicht so schlimm, hätte es sowieso gemacht. Und ja, jetzt arbeiten wir dran. Ich habe noch ein paar Flaschen, das heißt, die hier ist zum Beispiel komplett kaputt. Die kann man aussortieren. Ist nicht so dramatisch, wenn man ein paar aussortieren muss. Da ist das einfach so. Und ja, das machen wir jetzt einfach Stückchen für Stückchen und dann topfen wir die einzelnen Pflanzen ein. Zumindest die, die am besten überlebt haben oder am kräftigsten sind, und die anderen sortiert man halt einfach aus. Je schneller man arbeitet, also sprich, je früher man sie austopft, umso besser ist es für die Pflanze. Und lauwarmes Wasser nutzt man deswegen, ein paar Glassplitter weg, lauwarmes Wasser nutzt man am besten deswegen, weil alles andere wäre viel zu kalt für das Pflänzchen. Im Normalfall sind bis 25 Pflanzen in so einem Glas, zumindest schreibt es immer der Anbieter, der die Pflanzen verkauft. Sollte man vielleicht auch am Ende einfach mal kontrollieren. Klar, wenn da so irgendwas dabei ist, was schon komplett kaputt gegangen ist, dann ist es einfach so. Und die zieht man natürlich nicht ab. Wenn da jetzt aber statt 25 Pflanzen wie angegeben vielleicht bloß 10 drin sind, können wir drüber nachdenken, ob man denjenigen welchen dann anschreibt. So, das Etikett mache ich mir noch ab von der Glasflasche. Natürlich aufpassen, dass man sich selber nicht in den Finger schneidet. Ist immer ein bisschen ungünstig, sich in den Finger zu schneiden. Ja, das ist aufgeklebt worden. Okay, mache ich es nicht ab, muss ich mir halt merken, was das für eine Orchidee ist. So, ganz schön viel, bestimmt 8 Liter drin. Das heißt, das, was ich jetzt nicht mehr brauche,
ist jetzt hier das Glas. Das verpacke ich am besten gleich und stelle es weg. Das heißt, als Utensil braucht man auch noch einen Mülleimer am besten. Und dann können wir hier weitermachen. Weitermachen bedeutet, im Normalfall, wenn jetzt nicht so viel Agar-Agar ist, kann man den Salat hier durchwaschen. Und dann kann man sich Pflänzchen für Pflänzchen schnappen. So viele Töpfchen hätte ich in dem Fall nicht gebraucht, aber wie gesagt, ich habe noch ein paar Flaschen. Und dann kann man es so machen. Entweder man nimmt das Moos in nassem Zustand oder im trockenen Zustand. Im Prinzip funktioniert beides. Nasser Zustand ist der Vorteil, es lässt sich auch besser verarbeiten. Und das muss jeder selber wissen. Also mit Übung kann man beides machen und dann im Prinzip ist es einfach bloß das Pflänzchen mit ein bisschen Moos in das Töpfchen zu drücken. Und wenn dann im Töpfchen noch so ein gelbes Blatt ist, dann kann man das auch lassen. Das fällt früher oder später sowieso ab. Und ich werde jetzt über die anderen Flaschen auch immer Videos machen. Das heißt, im Normalfall, wenn die Pflanze jetzt angewachsen ist, braucht die jetzt 6 Monate für eine Standardhybride, bis sie dann am Blühen ist. Je nachdem, wie sie sich entwickelt hat. Und ja, jetzt topfen wir mal die anderen Pflanzen alle ein. Es gibt auch Angaben, findet man immer wieder im Internet, dass die einen oder anderen gerne mal die Pflanzen komplett in Desinfektionslösung, Wasserstoffperoxid machen. Muss ich sagen, habe ich noch nie gemacht. Hatte ich bisher auch nicht nötig, muss ich sagen. Hat auch bisher so auch immer geklappt. Man kann das auch in verschiedene andere Lösungen machen. Aber wie gesagt, es hat bisher auch immer so funktioniert. So, dieses lange Sphagnum hat auch wirklich den Vorteil, es bleibt sehr lange beständig, zersetzt sich auch nicht so schnell. Und die Pflanze kann dementsprechend länger in dem Moos stehen. Das sind sogar 2 Pflanzen. Also manchmal haben die bloß eine Wurzel, auch 2 Wurzeln. Das, wenn hier noch ein bisschen Agar ist nicht so einfach, dann macht man es halt einfach weg. So, das Ganze drückt man hier ins Töpfchen. Muss man gucken. Es wird schon funktionieren. Und wenn nicht, dann kaufe ich mir einfach eine neue Flasche und noch eine Flasche und noch eine Flasche. So. Man braucht auch gar nicht so viel Moos, denn zum einen, es quillt ja sowieso noch auf und zum anderen, je luftiger das Ganze ist, umso besser ist es. Suchen wir uns hier noch eine nächste Badenixe hier aus, die hier so rumplätschert. Also ich denke, ich hätte einfach deutlich früher mit dem Umtopfen oder Eintopfen, pikieren, wie man es auch nennt, sein müssen. Dann wäre es ein bisschen geschickter gewesen, aber manchmal ist es so im Leben eben. So. Wir werden ja sehen, ob es klappt oder nicht klappt, dann könnt ihr meckern. Ich hab's doch gesagt, ja, muss das hätte sein müssen. So. Ja, es kommt doch noch einiges zusammen an Pflanzen, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich dachte, war deutlich weniger drin. Also was richtig gut läuft auf der Fensterbank sind Frauenschuh-Orchideen. Das ist richtig gut aus der Flasche. Also die Quote ist fast 0 von dem, was eingeht. Bei Phalaenopsis kann es schon deutlich mehr sein. Sind dann doch ein bisschen empfindlicher im juvenilen Stadium. Die hat jetzt sogar bloß ein Blatt. Aber solange das Herz noch okay ist, wird die austreiben, durchtreiben. Und wie gesagt, also in 6 Monaten werden wir sehen, dass die Pflanzen dann blühen, wenn sie es bis dahin überstanden haben. Die hier ist jetzt gerade besonders kräftig. 3 kräftige Wurzeln, schöner Spross. Also so stelle ich es mir eigentlich vor. So hätten alle sein müssen. Kann man noch schnell ins Wasser tauchen. Doch mehr als gedacht. Wir sind jetzt schon bei 9, wir sind schon bei 10 Pflänzchen. Gut, 25 sind es noch nicht, aber
Wir wollen ja jetzt nicht zu überanspruchsvoll sein. Warum ich gesagt habe, dass man es nicht unbedingt desinfizieren muss. Sphagnummoos hat ja sowieso schon eine antibakterielle und fungizide Wirkung, bedeutet, es tötet eh schon alles ab, was vielleicht kräuchen und fleuchen könnte. Und deshalb muss man da jetzt eigentlich kaum mit Wasserstoffperoxid oder solchen Dingen machen. Das ist eigentlich schon fast wieder zu viel. Ich glaube, beim nächsten Mal brauche ich noch eine zweite Kiste, wo ich das Moos einfach mit reinpacke. So, da haben wir hier noch ein Pflänzchen. Erfahrungsgemäß sind die Wurzeln, die im In-vitro-Glas gewachsen sind, diejenigen, die relativ schnell absterben werden. Deshalb ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn da selbst bloß eine Wurzel da ist, die jetzt erstmal für die ersten paar Tage, bis die Pflanze auf die Idee kommt, selber Wurzeln, oder was heißt selber Wurzeln, hat sie ja schon gemacht, aber entsprechend neue Wurzeln auszubilden. So. Ja, 2 Töpfchen, das ist 1 zu viel. Wahnsinn, wir sind jetzt schon bei 14 Pflänzchen. Also ist doch nicht so falsch. So. Jetzt wird das Video wieder ewig lang und alle sagen, das hätte ich viel schneller machen können. So. Dann kommen wir zur nächsten Pflanze. Jetzt sind es noch ein paar Pflänzlis. Da müssen wir schon ein bisschen enger zusammenrücken. So. Nehmen wir die nächste. Badespaß zum Feierabend. Das ist super. Selbst wenn er jetzt ein bisschen was über den Topf schaut von dem Sphagnummoos, ist jetzt nicht so dramatisch. Und ihr seht schon, was da aus so einem Gläschen rauskommt. Also ich weiß, die meisten sagen schon, boah, so viele Orchideen, was machst du denn mit so vielen Orchideen? Ja, die gut gewachsen sind, die werde ich auch verkaufen. Weil was soll ich mit so vielen Orchideen? So, 3 Stück sind es noch. Wahnsinn. 3 Stück. Und noch so viel Moos. Ich glaube, ich brauche aber trotzdem irgendwann noch mal eine neue Packung. Weil ich habe ja ganz viele andere Orchideen noch. Ich habe ja, ich glaube, noch 3 oder 4 Gläschen. Und das sind dann auch noch mal 20 bis 30 Stück pro Gläschen. Also könnt ihr mal hochrechnen. So. Noch die letzten beiden und dann habt ihr es schon geschafft. Also nicht die Orchideen mit ihr gemeint, sondern ihr vor dem Bildschirm. Keep on growing, Orchideen. Dann gibt es bald noch mehr zu sehen. Und jetzt the last Orchideechen. Et voilà. Je suis fini. War jetzt bestimmt total falsch. Und das war's. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen vermehren, In-vitro-Kultur, ausflaschen, pikieren, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Die hier sind jetzt pikiert worden. Die kriegen jetzt noch ein bisschen Wasser hier rein. Die können sich nämlich voll saugen und dann bin ich hiermit fertig. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne hier rein. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Wahnsinns-Orchideen-Video. Bis dahin und tschüss.